Das hier ist eine alte PC Games, die Ausgabe 8 1993. Die ist über 30 Jahre alt. Und da drin, da ist der Testbericht von Syndicate, legendär aus dem Hause Bullfrog. Ich glaube, daran erinnert sich fast jeder. Und ich wollte wissen, 30 Jahre später, macht dieses Spiel noch Spaß? Kann das noch was? Oder ist alles, was übrig ist, einfach nur ein nostalgisches Gefühl? Das schauen wir uns zusammen an. Wer meine Videos kennt, weiß, ich benutze den Begriff legendär durchaus öfter, aber ich glaube, im Falle von Syndicate ist das wirklich der einzige Begriff, den ich dort benutzen kann und möchte. Syndicate ist für mich legendär. Es ist mir im Kopf, als wäre es gestern gewesen und nicht schon vor über 30 Jahren. Dieses Intro, dieses typische treibende Intro, dieser Sound und das Menü, wenn es aufgeht, diese Holoprojektion. All diese Dinge, auch wenn man eine Mission gewonnen hat, der Jubel, wenn man eine Mission verloren hat und er seine Lampe durch diese Projektion durchwirft. Also all diese Dinge sind mir immer noch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Aber ich möchte einfach wissen, macht's noch Spaß? Kann man es noch in die Hand nehmen oder sollte man es lieber einfach in der Wolke der Nostalgie lassen? Und ja, wir gucken es uns einfach gemeinsam an. Los geht's. Ja, genau, ne? Das ist es, genau das. Oh, unfassbar. Dieses Intro. Und ich muss sagen, auf dem PC richtig schick. Syndicate gab es ja auch auf dem Amiga, auf dem 3DO, auf verschiedenen anderen Systemen. Aber ich finde, die PC-Version war einfach die schickste. Ja, zack. Ist eigentlich schon krass, oder? Die fahren den Typen einfach an, ziehen ihn ins Auto und nehmen ihn einfach mit. Und auch das hier, diese Animation und so, das war ja für 1993er Verhältnisse wirklich unfassbar genial. Ja, genau, und jetzt die Leonardo-Device, genau, Leonardo-Device und zack, und los geht's. Der wird nicht mal gefragt, ne? Ist gar nicht nett. Ja, ich habe dieses Intro so oft angeschaut, so oft, jedes Mal, wenn ich das Spiel gestartet habe, habe ich das Intro laufen lassen. Also, es wurde nie abgebrochen, ich habe das total gefeiert, genossen. Wir müssen überlegen, wir reden von einem Spiel, das 13 Megabyte Speicher auf der Festplatte gebraucht hat. Also, das war auf wenigen Disketten untergebracht. Und dafür haben sie da echt eins knallen lassen. Also, boah, Wahnsinn. Prepare for Mission, genau. Ist das fett, oder? Alter, über 30 Jahre und immer noch krass. Ich freue mich. Wahnsinn. Genau, dieser Sound, den habe ich gemeint. So, wir können ja unsere Company noch einstellen. Color and Logo, Company Name, nehmen wir mal Mailman, oder? Natürlich, was auch sonst. Okay. Company Logo ist okay, wir lassen den Bullfrog drin und ja, Your Name. Pixelschubser. Natürlich. Egal. Egal. Also, zack, hier, Begin Mission. Wir sind ja hier, um zu zocken. Genau, Weltkarte. Wir können im Moment nur das erste Gebiet auswählen und dann ins Briefing gehen. So, wir sollen eine Assassination durchführen. Man kann ja auch immer für mehr Geldeinsatz dann noch Zusatzinfos bekommen, aber das brauchen wir in dieser Mission natürlich nicht. Die ist noch relativ einfach. Wir akzeptieren. Wir haben unseren Menüscreen, wo wir das Team auswählen können. Wir können auch ein bisschen in den Research-Bereich gehen und mal
genau, ein bisschen forschen lassen. Researching Automatic, okay, dass wir bessere Ausrüstung bekommen. Man kann die auch sammeln, aber man kann natürlich auch Ausrüstung bekommen. Wir können auch unsere Team-Members mit Modifications ausstatten. Das brauchen wir jetzt aber alles noch nicht. Wir hauen mal auf die Taste und gucken mal ins Spiel rein. So, und da sind wir auch schon mittendrin. Oh ja, ich kenne, ja, dieses Bing, Bing, selected. Ja, komm, wir nehmen alle. Packt eure Waffen. So, und wir können manuell scrollen mit den Pfeiltasten oder mit der Maus. Wir haben hier unten unser Radar. Die Waffe können wir gleich ziehen, weil ist jetzt egal, die Polizei ist hier noch nicht relevant. Das heißt, wir müssen uns auch nicht verstecken, weil die Polizei entdeckt uns später auch, wenn wir mit der gezogenen Waffe durch die Gegend laufen. Und ich muss auch manuell zielen. Ja, klar, kein Problem. So, was haben wir da? Shotgun. Ah, da ist eine Shotgun. Die nehmen wir natürlich mit. So, wer hat sie? Sehr schön. Also dann, der nimmt die Schrot in die Hand und weiter geht's. Man kann die Agenten hier auch mit Drogen ausstatten, dann sind sie etwas intelligenter. Oder etwas zielgenauer oder sie laufen etwas schneller. Man muss aber aufpassen, wenn man es übertreibt, dann haut sie es irgendwann um, beziehungsweise sie kriegen dann so eine Art Entzugserscheinungen. Das wollen wir natürlich nicht. So, Wegfindung ist noch nicht ganz optimal. Entschuldigung. Dieser Sound, ja, krass. Unfassbar. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Die Isometrie-Ansicht ist weder dreh- noch wendbar, noch zoombar. Das heißt, wenn man etwas nicht sieht, dann wird es dann auch ganz gerne mal verdeckt. Aber ja, das ist halt so. Man sieht ja seine Agenten trotzdem über solche Nummern. So, und da ist auch schon unser Ziel. Lass mal auf die Nummer 1, macht es alleine. Da ist er. Zack. Entschuldigung. So, jetzt können wir auch abbrechen, bisschen rausgehen, aber ich möchte mit dem Auto noch zum Tor fahren, weil ich erinnere mich, dass wir da etwas haben wollen. So, jetzt hier kommen, Auto fahren. Eigentlich krass, oder? Die können ins Auto einsteigen und dann mit dem Auto durch die Gegend fahren. Also das war schon... So, jetzt pass mal auf. Halt! Wo fahrt ihr denn hin? Okay, hallo? Ah? Jetzt sind sie aus dem Bild gefahren. Ich kann ja auch nicht weiter scrollen. Und interessant, ja. Aus dem Bild gefahren. Ah, sie kommen wieder. Schön. Einmal Wendehammer. Halt, stopp! Verdammt nochmal. Hier, da ist eine Uzi gefallen. Die wollte ich noch mitnehmen und dann gehen wir zurück ins Menü und schauen uns die grandiose Siegeszwischensequenz an. Press Space. Na? Press Space. Jawohl. Ja, genau das. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, Leute, jedes Geräusch, jede Abfolge ist mir noch so gut in Erinnerung. Also entweder ich habe ein wahnsinnig gutes Gedächtnis oder ich habe dieses Spiel wahnsinnig gerne, lange und oft gezockt. Accept. So, passt. Es war noch nicht so schwer. Jetzt gucken wir mal, was gibt's jetzt. Ah, jetzt hier kommt Scandinavia dazu. So, jetzt kann man hier im Western Europe, man kann ja auch die Steuern erhöhen. Dann bekommt man Geld, mehr Geld. Wenn aber die Leute hier unten nicht mehr glücklich sind, dann kann es sein, die revoltieren und man muss nochmal extra Missionen machen, um die Bereiche zurückzugewinnen. So, Briefing. Personal Requisition. 2 notable scientists are both. Wir sollen 2 Wissenschaftler überreden. Na, das machen wir doch auf jeden Fall. Das heißt, pass auf, wir brauchen diese Überredungsteile. Ah,
Nehmen wir mal mindestens 2 mit, oder? Ich weiß ja nicht, wie viel Probleme wir bekommen. Nicht, dass es ist wie in Counter-Strike. Der die Bombe hat, muss natürlich überleben, ne? Das heißt, wir nehmen mal 2 von diesen Überredungsteilen mit. Jetzt haben wir eine Uzi gefunden. Jetzt können wir die natürlich auch entwickeln, oder? Ja. Exakt. So. Also dann. Los geht's. Mission 2. Hoffentlich packen wir die. Ist schon ungewohnt. Ist ungewohnt. Okay, also wir laufen los. Das sind ganz normale Leute. Das ist krass, ne? Diese Atmosphäre hier. Also wir haben wirklich so eine Endzeitstimmung. Mit allem drum und dran. Da sind ganz normale Leute unterwegs. Wenn ich jetzt bei der Nummer 1 dieses Pursuit schon einschalte. Pass mal auf. Genau. Dann überredet man nämlich die Leute, dann laufen die einfach mit. Krass. Ist eigentlich der Hammer, oder? Da sind Agenten unterwegs, die nehmen einfach die Leute mit und rekrutieren die. Was ist da? Polizei. Also Polizei wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wenn wir mit gezogener Waffe durch die Gegend laufen, dann kann es für uns kritisch werden. Wo müssen wir eigentlich hin? Da. Oder? Schalten wir das Ding mal aus. Jetzt ist die Frage, greifen die uns an? Oh. Freunde, Waffe ziehen! Hoppla! Ja, automatisch machen sie es nicht. Ich habe ihnen leider keine Reaktionsdrogen gegeben. So, passt. Oh. Jetzt habe ich nicht die Polizisten entdeckt. Ich hätte die Waffe wegstecken sollen. Pack mal weg. So, wo ist das? Das ist ein bisschen blöd hier, dass man die Leute nicht sieht. Ja, genau, schalt das Ding mal an. So, jetzt. Mal aufpassen, weil ich glaube, die Polizisten könnte sein, dass die auf uns aufmerksam geworden sind. Jungs, wo wollt ihr hin? Also Wegfindung ist noch ein bisschen schwierig. Manchmal, aber die haben mich auf jeden Fall nicht entdeckt. Okay, also gehen wir weiter. Nächster Wissenschaftler. So, natürlich gehen wir mal Zebrastreifen. Da hat die Waffe gezogen. Ist der irgendwie schlecht drauf? Nee, alles gut. Okay, passt. So, da müssen wir rein. Wo ist der Typ? Da. Da. Das ist wirklich doof, dass man die Leute nicht sieht. Dass man da gar nichts sieht. So, jetzt haben wir sie. Evacuate. Sehr schön. Wunderbar. Wo müssen wir hin? An den Ausgangspunkt. Komm. Schade ist, dass man nicht zoomen kann. Also man kann weder rein noch raus zoomen, aber das ist natürlich mit dieser etwas älteren Grafik noch nicht möglich gewesen. Das ist halt alles noch handgezeichnete Grafik, da war noch nichts 3D oder so. Aber trotzdem krass. Krasses Feeling. Ja, komm, weiter. Also die Wegfindung ist tatsächlich so ein bisschen tricky, muss ich sagen. Jetzt geben wir ihnen mal hier ein bisschen Schub, damit sie schneller laufen. Aber die anderen kommen nicht. Oh Leute, wo seid ihr denn?
Also das ist wirklich so ein bisschen dämlich, dass die das nicht besser hinkriegen, mir zu folgen. Oh, kommt Jungs, bleibt mal stehen. Gott sei Dank fahren hier keine Autos, die werden gleich überfahren werden. Hey Jungs, kommt schon! So, jetzt komm. Alle mit hierher, dahin klicken. Nein! Oh Mann, also das ist wirklich ein bisschen doof. Die Wegfindung ist nicht ganz perfekt. Also ich habe jetzt hier hingeklickt, sie wollten jetzt da außen rumlaufen. Keine Ahnung, wo sie hin wollten. Aber ich erinnere mich, das war auch damals schon ein bisschen schwierig, tricky. Andererseits, hey, 1993, ne? Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es unverfälscht und unnostalgisch noch einmal erlebt haben. So, kommt schon, Jungs, kommt schon. 2 Wissenschaftler und ein Passant. So, gleich drin, jawohl. Und wieder unsere berühmte Zwischensequenz. Sehr schön. Ja, einfach grandios. Und? Haben wir es gut gemacht? Time in Mission 9 Stunden, 3 Tage? Ach du Schande. Kam mir gar nicht so lang vor, da sieht man mal, wie die Zeit vergeht, ne? Research on Uzi is completed. Okay, wir haben jetzt die Uzi als Waffe entwickelt und können diese ab sofort auswählen. Briefing, so, sehr schön. Central Europe ist dran als nächstes. Also, da haben wir eine Stadt, die von einem anderen Syndikat unterstützt wird. Und wir sollen alle feindlichen Agenten loswerden. So, dann sollten wir jetzt aber tatsächlich unsere Agenten ein bisschen ausstatten. Wir verkaufen mal die Pistolen, die überschüssig sind. Und es kriegen alle auf jeden Fall mindestens eine Shotgun oder eine Uzi, würde ich mal sagen. So, die hat schon eine. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Uzi. Okay. Der hat eine, der hat noch nix. Der kriegt auch noch eine Shotgun. So, und Modifications. Ich würde mal sagen, wir packen mal hier die Beine Version 1 drauf, weil mir die Jungs und Mädels einfach zu langsam werden. So. So sieht's aus, ne? Und beim Research-Bereich gucken wir, dass irgendwas... hier kann man die Beine Version 2, die entwickeln wir mal. Accept, also passt. So, jetzt geht's aber los, ne? Ja, ist ungewohnt, so dieses Menü, was macht man wo, und es ist natürlich auch von der Grafik her lange nicht mehr so modern, wie man es kennt. Andererseits, mein Gott, wir spielen heute so viel Retro-Pixel-Games, warum auch nicht jetzt mal wieder in was echtes Retromäßiges eintauchen. So, da sind wir. Okay, wir brauchen wohl ein Fahrzeug. Ah ja, hier, Tor kommt man nicht durch ohne
Diese Musik ist unheilverkündend. Halt! Oh, wo fahrt ihr denn hin, Jungs? Ach, verdammt. Rechtsverkehr, ich habe falsch geklickt. Ist das hier ein Agent? Ja, es sieht so aus, oder? Ah, da ist einer. Pass mal auf hier. So, wir haben gerade leider Probleme mit der Polizei gehabt. Hallo? Halt! Oh, verdammt. Da ist er. So, wegstecken. Ja, das muss man echt... Also, das ist witzig, ja, die Polizei reagiert dann, wenn wir natürlich aggressiv aussehen und die Waffe gezogen haben. Da unten ist... Nee, das ist ein Polizist. Polizist. Da war doch noch einer hier. Auch ein Polizist. Können wir eigentlich auch Polizeiwagen knallen? Wo war jetzt der? Ja, wo? Ah, da. Jungs, Waffe weg. Wir wollen ja Ärger mit der Polizei nach Möglichkeit vermeiden. Können wir da durchgehen? Ja, ist schon... Ich mag die Atmosphäre total von diesem Spiel und es ist wirklich wie damals. Also, es ist immer noch grandios. So, schau mal. Hast du es schon? Kann nicht sein, oder? Oh Leute, lauft ein bisschen schneller, komm. Ich hätte ihnen doch bessere Beine geben sollen. Wird wahnsinnig hier. Wir nehmen mal dieses Auto mit. Hallo, einer fehlt? Oh! Ja, also das ist tatsächlich, diese Wegfindungsroutinen, die sind noch nicht so perfekt. So, wir haben hier eine treibende Musik. Da ist einer. Jungs? Jungs! Verdammt! Okay, also wir haben hier jetzt gerade ein Problem. Erstens habe ich die Polizei angegriffen. Zweitens weiß ich nicht, wo meine anderen Jungs gerade sind. Hallo? Stehen bleiben. Verdammt nochmal. Das funktioniert super. Ach so, alle auswählen, dann klappt es vielleicht besser. So, Nummer 1, gehen wir auf die Seite, sonst überfahren sie nicht wahrscheinlich. Okay, ich bin gespannt, ob sie jetzt endlich anhalten. Jungs, nehmt euren Kameraden mit. Jawohl, so, Nummer 1, steigt bitte ein. So, und ich möchte nach draußen. Mal gucken, ob sie das hinbekommen. Ja, es ist schon, man merkt, es hat natürlich dann doch seine Jahre auf dem Buckel. Hallo? Weiterfahren. Jawohl, Stress mit der Polizei können wir nicht brauchen. Das lassen wir sein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das klappt ja tatsächlich immer noch ganz gut. Das ist tatsächlich ungewohnt, es ist hakelig. Es ist nicht besonders smooth.
Aber echt ein cooler Retro-Trip. Civilians killed, haben wir keine. Police killed 2. Naja, passiert, ne? Kann ich ja nichts dafür. Eastern Europe. Aber man kann tatsächlich nichts, ja, es geht nur so stückchenweise Briefing. Also eine würde ich sagen, machen wir noch, oder? Läuft gerade so gut. Okay, es gibt einen Wissenschaftler, der wurde von einem feindlichen Syndikat übernommen, umprogrammiert und leider kann man ihn nicht überzeugen. Wir müssen ihn leider aus dem Weg räumen. So, dann schauen wir mal, was nehmen wir denn mit. Also wir können ihn nicht überreden, das heißt, Persuasion brauchen wir eigentlich nicht, es sei denn, wir wollen die verkaufen wir mal. Kaufen wir ebenfalls. Ich glaube, wir brauchen so viele Waffen, auf einmal brauchen wir eigentlich nicht. Sell. Das Geld können wir gut gebrauchen. Reload. Sell. So, jetzt sind wir ausgestattet. Nehmen wir noch was anderes mit? Nee, das können wir, glaube ich, ganz gut. So, wie sieht's aus hier? Research. Okay. Ich glaube, ich sollte ein bisschen sparen. Aber andererseits, ich will es ja nicht durchspielen. Heute nicht. Okay. So, Assassinate. Wo müssen wir hin? Ah, das ist schon cool, echt hier. Man kann da hochgehen, rübergehen. Also die Atmosphäre, auch hier, ne, hier mit diesen... ist wirklich so richtig wie Blade Runner. Mit diesen Werbetafeln. Geh mal darüber. Oh, was ist das denn für einer? Ich fürchte... Ja, jetzt hat mich die Polizei im Visier. Jungs? Okay. Also pass mal auf. Nummer 1 nimmt die hier. Nummer 2 nimmt die hier. Nummer 3 nimmt die hier. Und Nummer 4... Weiß ich nicht. So, der kann jetzt die da packen.
Die sind ziemlich schnell leer, die Waffen. Das gefällt mir nicht so ganz gut. Merkt er sich, was er hatte? Ich weiß nicht genau, wie es ist, dass sie die Waffe auswählen. Nehmen die dann die beste oder nur eine? Oder wie sieht's da aus, Jungs? Also das mit der Steuerung ist mir noch nicht so ganz klar. Immer. Es ist noch ein bisschen ungewohnt. Das ist tatsächlich nicht mehr ganz so eingängig, wie es heutzutage wäre. Das ist natürlich, ja, dem Zahn der Zeit ein bisschen geschuldet. Wo muss man denn hin? Oh, da ist die Leinwandübertragung kaputt. Wir hätten uns irgendwo ein Auto klauen sollen. Oh, nicht überfahren werden. Ich glaube, man sollte stets über Zebrastreifen gehen. Ja, wie in der Wirklichkeit auch, ne? So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da irgendwo. Ja. Ich fürchte, das hier ist er. Ja. Fuck. Wer? Wer schießt denn auf da? Ich hab ihn nicht gesehen, verdammt. Das ist ein bisschen blöd, dass einen die Sachen, dass man das immer wieder verdeckt hat irgendwie. Auch hier, ich muss jetzt im Grunde raten, wo er in einem Gebäude sitzt. Da. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd, die Übersicht leidet da manchmal ein bisschen. Andererseits, es macht die Sache auch ein bisschen herausfordernder. Mein Gott, es ist nicht alles gleich vorgegeben. Das war eben vor 30 Jahren so. Da war nicht alles einfach direkt easy einmal klicken. Jawohl. Okay, ich muss nicht evakuieren. Sehr schön. Naja, das ging ja noch. Aber es ist tatsächlich, also die Übersicht ist nicht immer so einfach, wer ist wann, wo. Und gerade wenn man, ich liebe diese Schlussanimation, die ist so krass genial. Ja, also gerade wenn man mehrere Agenten steuern will, ist es gar nicht so einfach, da die Übersicht zu behalten, wer hat welche Waffe, wann, wie, wo. Das ist tatsächlich noch ein bisschen ungewohnt. Außerdem habe ich zu wenig Geld. Das heißt, wir erhöhen jetzt mal kräftig die Steuern überall. Es muss jetzt halt sein. Sorry, Leute. Ich brauche Geld. Ja, seht ihr, ich hab gar nicht so, das ist nicht wirklich gut. So, Combat Sweep. Okay, es geht wieder darum, dass man die verbleibenden Enemy Agents ausschaltet. Das mit dem Waffen, dann verkaufen wir hier mal ein bisschen was. Ja, das ist nicht so, ich habe das irgendwie nicht so ganz im Griff hier. Ich hätte vielleicht nicht gleich so stark auf Research gehen sollen. Andererseits, was soll's, wir schaffen das schon. So, Reload. Ja, wir haben ja auch wieder ein bisschen Geld. Das passt ja schon. Ich würde aber gerne wissen, wie es ist, wenn man eine Mission
verliert, also wenn die nicht gut ausgeht, wir gucken mal, wenn wir ein bisschen Chaos stiften, weil ich würde gerne diese Endanimation mal noch sehen. So, jetzt nehmen wir alle die Waffen in die Hand und dann machen wir ein bisschen Rums die Bums. Hier, geh mal runter, komm. Man kann, wenn ich es richtig weiß, auch Leute aus den Autos rausschießen, wenn die am Fahren sind. Und man kann die Fahrzeuge sogar zerstören. Gibt es irgendwo Fahrzeuge? Schade, schade, schade. Da. Da sind Agenten, aber keine Fahrzeuge. Schade. Ah, verdammt, jetzt sehe ich sie wieder nicht. Da, jetzt komm. Die kommen alle von allein. Hallo. Wow, 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 wow. Den habe ich nicht gesehen. Kommt schon, Jungs. Okay. Was für ein... Ja, wo denn? Die kommen alle von alleine. Da. Evacuate. War es das schon? Okay, okay. Das war jetzt irgendwie seltsam, oder? Hä? Kamen alle angerannt. Nun ja. Komm, wir gehen da hoch. Eigentlich hatte ich gedacht, ich könnte mal das mit den Fahrzeugen demonstrieren oder dann eine Mission auch mal verlieren, aber okay. Dann soll es so sein, dann machen wir noch eine. Noch eine. Eine geht ja noch. Wenn es nicht langweilig wird. Also ich bin noch guter Dinge. Man muss natürlich sagen, es ist halt immer das Gleiche. Ne? Es läuft sich natürlich tot, gerade wenn man heute anderes gewohnt ist. Andererseits, es ist ja auch nur kurz und man kann es auch abbrechen. Mein Pfeif drauf, ganz ehrlich. Ah, jetzt kann man mehrere auswählen. Okay, verstehe. Jetzt geht's hier. Pass auf, dann gehen wir mal hier in die Mongolei Briefing. Personal Acquisition. Okay, das heißt, wir sollen jemanden überreden, zu uns zu kommen. Das machen wir doch glatt. Oh, wir haben dich etliche Waffen jetzt mitbekommen. Das ist gut. Da kommt auch ein bisschen Geld rein. Obla, jetzt habe ich das Pursuit schon verkauft. Wir stücken hier kurz auf und dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Chaos in der Stadt. Also schon cool, weil nämlich, wir fangen jetzt einfach an, ist egal, Research pfeifen wir jetzt drauf, weil ich möchte jetzt einfach, dass es hier losgeht. Das ist schon krass, weil, also für die damalige Verhältnisse, wie gesagt, war das schon sehr weit fortgeschritten. Man konnte wirklich ja alles machen. So, wenn sie alle drin sind, dann können wir auch mit Autos fahren. Genau, wir müssen nämlich hier wieder in die Stadt rein. Jungs, wo fahrt ihr lang? Oh, da fährt sogar der Zug, wie geil. Das ist schon krass. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe eine Passantin überfahren. Naja, das passiert ebenso. Einen Agenten überfahren.
Au. Jungs, ihr könntet mal alle feuern. Hallo. Was ist denn? Ach du Schande, okay. Irgendwie zuckt das Spiel auch gerade jetzt ein bisschen. Jawohl. Aber der ist immer noch da. Alter. Das zieht ganz schön rein. Also, jetzt hat es auch mal kurz gezuckelt. Jetzt ist mein Auto auch leider explodiert. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ein bisschen auf Polizei-Action und dann gucken wir mal, wie die Animation aussieht, wenn wir verlieren. Please, bro. Ist geil. Mit Sprachausgabe und auf solche Sachen sind wir früher total abgefahren, ne? Hallo Jungs, da ist einer mitten unter euch. Oh, Agent Nummer 3 ist fast hinüber. Das Krasse ist ja, wenn die Agenten sterben, dann verliert man ihre ganzen Modifications. Und die Agenten sind auch wirklich dauerhaft tot. Also man kann nicht einfach sagen, es gibt hier ein Revive oder sonst irgendwas. Und pass mal auf, wir könnten uns aber auch einfach selber zerstören. Ich glaube, für den ersten Blick reicht es nämlich tatsächlich. Ah, die Polizei. Ah, die halten ja gar nichts aus. So, Steuerung D. Was war's, Steuerung D? Hoppla. Ja, jetzt geht's Pass auf hier. Please, put down your weapons. Aber sie machen von alleine sie nichts, ne? Also man muss wirklich aktiv. Wow! Jetzt sind es aber viele. Uiuiuiui. Okay, hat sich erledigt. Ich musste gar nichts mehr machen. Wo kamen die denn jetzt alle her? Jetzt pass auf. No! Ich weiß es noch genau. No! Lampe kaputt. Jedes Mal. Ja, macht nix. Trotzdem. Krass. Ja, das soll es fürs erste Mal gewesen sein. Also ich muss sagen, dieser Blick in die Vergangenheit ist auch dieses Mal wieder eine echte Offenbarung gewesen. Ich erinnere mich an dieses Spiel wirklich, als wäre es gestern gewesen, an jedes Detail. Und ich muss sagen, es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, es spielt sich natürlich ein bisschen anstrengender, als man das in den heutigen Spielen gewöhnt ist. Grafik ist sehr gut, immer noch. Kann man ja als Retro-Look abtun. Wie gesagt, weil wir sprechen hier von einem Spiel, was über 30 Jahre auf dem Buckel hat und gerade mal knapp 13 Megabyte auf der Festplatte belegt. Das merkt ihr nicht mal, wenn ihr das installiert oder deinstalliert. Also das ist schon sehr, sehr gut. Auch soundtechnisch immer noch herausragend. Die Zwischensequenzen werden vielleicht manchmal ein bisschen nervig mit der Zeit, aber darum geht's ja nicht. Und das Intro hat einfach immer noch diesen Charme, den es vor 30 Jahren schon hatte. Ich muss sagen, die Steuerung ist immer noch sehr gut, aber diese Wegfindungsroutine, die hat so ein bisschen ihre Probleme. Das nervt manchmal aus heutiger Sicht so ein bisschen, dass die Agenten nicht ganz genau wissen, wo sie hin müssen. Was immer noch sehr herausfordernd ist, ist tatsächlich die Steuerung und das Management der eigenen Agenten, aber das war damals schon so und das soll wohl auch in diesem Spiel so sein. Es läuft eben alles in Echtzeit ab. Wenn man sich den Testbericht anschaut, dann schreibt die PC Games auch tatsächlich genau diese Punkte, ne? Die Steuerung ist sehr gut, aber es läuft eben alles in Echtzeit ab. Auch hier gehen sie auf die Benutzerfläche ein und sagen, das ist alles gar nicht so einfach, das in Realtime zu steuern. Also das muss ich sagen, das kann ich tatsächlich bestätigen und es ist wirklich ungewohnt, weil man einfach auch an gewisse steuerungstechnische Erleichterungen von heute einfach gewöhnt ist. Aber die PC Games schreibt auch ganz klar, Grafik und Sound superb, das kann ich bestätigen. Die Waffensounds, die rumsen so richtig, die Shotgun ist einfach immer noch grandios.
Und die Sprachausgabe ist natürlich herrlich. Sprachausgabe, das müsst ihr euch immer wieder vor Augen halten, war damals nicht selbstverständlich und man hat sich immer drüber gefreut. Insgesamt war das ein richtig toller Ausflug in die Vergangenheit. Ich muss sagen, Syndicate hat immer noch eine Menge drauf. Dieses Spiel ist immer noch sehr, sehr gut. Und da man es mittlerweile über die diversen Download-Portale, ich habe die Version von GOG benutzt, tatsächlich für eine sehr schmale Mark, möchte ich sagen, bekommt, natürlich für einen kleinen Euro, lohnt es sich auf jeden Fall da nochmal einen Blick reinzuwerfen. Also, wenn ihr es damals gern gespielt habt, dann ladet es euch runter, guckt nochmal rein und wenn es nur für eine schöne Stunde der Erinnerung ist. Es macht immer noch Spaß, mit kleinen Abstrichen, die man eben wissen muss, aber ich finde, das kann man tatsächlich einem so alten Spiel durchaus verzeihen. Syndicate für mich also nach wie vor einer der großen Hits meiner Vergangenheit. Ich habe dieses Spiel geliebt, ich liebe es immer noch. Tolle Atmosphäre, tolles Spiel. Danke Bullfrog für diesen grandiosen Hit, für diese grandiose Perle. Bullfrog, das wissen wir alle, wurde irgendwann von Electronic Arts geschluckt, wie es so vielen, vielen Spielestudios in der damaligen Zeit ging. Tja. Es hat mir jedenfalls wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch in dieses alte Spiel reinzuschauen. Wenn ihr Bock habt, klickt doch auch nochmal in meine anderen Videos rein. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder in eine alte PC Games reinschmökern und ja, wäre toll, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen, vielleicht sogar Syndicate und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder.